Hallo Formel 1-Fans, wir sind zurück aus Aserbaidschan mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Das erste Rennen in Baku auf einer wirklich geilen Strecke, Schmidti. Ja. Wie fandest du Aserbaidschan? Was waren deine Eindrücke? Unglaublich. Das erste Mal, wir hatten ja keine Vorstellung, was uns da erwartet. Von der Stadt nicht, von der Rennstrecke ein bisschen, weil wir die Streckenskizzen gesehen haben. Aber schon mal die Stadt ist unglaublich. Man denkt, man ist in Paris oder irgendwo anders im Westen. Also es hat überhaupt nicht diesen Ostcharme, den manche von diesen Oststädten ja immer noch haben. Ist eine moderne Stadt, freundliche Leute. Und dann die Rennstrecke war absoluter Knüller. Ja, wir haben es ja schon beim Ablaufen am Mittwoch erlebt, dass 6 Kilometer in der Hitze war ein bisschen stressig, aber ich meine... Die langen Geraden am Ende, das hat sich schon gezogen. Ja. Und es ging auch hoch und runter, das hat man vorher auch nicht so erwartet. Gerade da am Kaspischen Meer, dass da so größere Hügel drin sind in der Altstadt. Aber sonst hat alles gut funktioniert, die Organisation war gut. Hat alles gut geklappt oder hast du irgendwas gemerkt, wo es noch gehakt hat, wo man noch verbessern kann? Nee, es gab natürlich da die Probleme mit den Curbs. Ja, okay, das kann passieren bei einer neuen Rennstrecke. Ein Grundproblem, glaube ich, waren die Steine, aus dem der Belag sein musste und der Beton sein musste. Die mussten sie aus der Heimat bringen, durften nicht eingeführt werden. Das hat ein bisschen diese Probleme mit verursacht. Aber ansonsten muss man sagen, auch die Fernsehbilder haben es ja gezeigt. Vor allem diese Vollgaspassage oben dann um die Altstadt rum, die beiden Linkskurven und dann die Kurve 15, wo man bergab runterbremst. Also das war Hardcore. Ja. Und schade, dass wir die Zeit dann nicht hatten, dort mal hinzugehen. Direkt an die Strecke ran, als sie da rumgeheizt sind. Aber schon im Fernsehen hast du gesehen, da ist Speed drin. Das ist oldschool. Mich hat das fast ein bisschen an Montjuic erinnert. Das habe ich zwar auch nur im Fernseher gesehen, aber das war ja damals der schnellste Stadtkurs der Welt. Also wirklich eine ganz tolle Strecke. Ja, die Fahrer einige Fahrer haben sich ein bisschen beklagt, dass es ein Rückschritt in Sachen Sicherheit ist. Andere Fahrer haben wieder gesagt, geil, so muss es eigentlich sein. Was ist deine Meinung dazu? Also wer in Monte Carlo fährt, darf sich nicht beklagen, anderswo zu fahren, weil da gibt's auch kaum Auslaufzonen, nur an 2, 3 neuralgischen Stellen. Und das war ja dort auch so. Man hat ja gesehen, es gab die Notausgänge. Der eine in Kurve 15 war vielleicht ein bisschen an der Grenze, aber ich glaube, jeder Fahrer wusste, er muss sich vorher festlegen, ich habe hier ein Problem oder keins. Und wenn er ein Problem hatte, die haben es alle schön in den Notausgang geschafft. Und die beiden, die dann eingeschlagen sind, die sind ja eigentlich nur noch eingeschlagen beim Rausbeschleunigen, weil ihnen das Heck gekommen ist und dann eben gegen die Techpro-Barriere. Aber das ist gut, weil jeder Fehler wurde bestraft. Und mein Perez, super Rennen gefahren, muss man sagen, von Anfang bis Ende super Qualifying gefahren. Aber im Endeffekt, er hätte Zweiter werden können, wenn er von Platz 2 startet. Ja. Und das war ja seine Qualifying-Position. Im GP2-Rennen oder in den GP2-Rennen hat man gesehen, was passieren kann, was abgehen kann mit Safety-Cars, Unfällen, verrückten Restarts auf der langen Gerade. In der Formel 1 ist dann deutlich weniger passiert, als wir uns alle erwartet und erhofft haben. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, ich glaube, die Formel 1-Fahrer haben zu viel GP2 geschaut. Ja. Und dann nehme ich mal an, die Teamchefs auch. Und die haben denen gesagt, Leute, wer hier ins Ziel kommt, kriegt Punkte. Vor allem auch bei den kleineren Teams, die sonst manchmal für Unsinn sorgen. Und die sind alle ganz brav gefahren, haben gehofft, sie kommen automatisch in die Punkte. Aber leider sind dann nur 4 ausgeschieden. Zum Beispiel für Sauber, die jetzt mal endlich aus ihrer Sicht ein super Rennwochenende hatten. Nase ist 12. geworden vor den Haas. Wenn da 2 mehr ausfallen, ist er in den Punkten, aber eben dummerweise sind eben nur 4 ausgefallen. Ja. Ein Spannungskiller war auch die deutliche Überlegenheit von Mercedes. Eine Dominanz, wie wir sie in dieser Saison noch nicht gesehen haben. War die Strecke einfach nur perfekt für Mercedes oder gab es noch einen anderen Grund dafür? Also die Strecke war wie gemalt für Mercedes, da hat Christian Horner schon recht. Wir haben ja in Kanada gesehen, vermeintlich ähnlich, lange Geraden, Stop and Go, enge Kurven, dass der Unterschied ganz klein war. Vettel war ja da innerhalb von 1 Zehntel, 2 Zehntel an der Mercedes dran. Es ist nicht so, dass Mercedes jetzt in der einen Woche so viel Zeit gewonnen hätte. Es war, glaube ich, der Mix, diese ewig lange Gerade, die zum Beispiel Red Bull gezwungen hat, mit Monsterflügeln zu fahren, und die langsamen Kurven, aber es gab eben auch im Gegensatz zu Kanada die schnellen Kurven. Und da hat Mercedes einfach das beste Auto, weil das Auto ist ein Alleskönner. Der kann alle Arten von Kurven und er ist schnell auf der Geraden und er hat einen Motor, der ist fahrbar wie ein Straßenmotor. Und genau das braucht man da. Und bei den anderen, die haben alle Defizite. Der Red Bull ist super auf einer super langsamen Strecke wie Monaco und er ist wahrscheinlich gut in Spa, wo es eben hauptsächlich schnelle Kurven gibt, oder in Silverstone. Aber alles so zwischendrin muss ja Kompromisse eingehen. Der Ferrari ist auch überall okay, aber eben nur okay und nicht gut. Ja, und deswegen hat sich das summiert über alle langsamen, über alle schnellen Kurven, auch auf der Geraden. Und am Ende war ihm der Rückstand 1,6 Sekunden. Ja, bei Red Bull und Ferrari kam ja noch hinzu, dass am Freitag noch nicht viel zusammenging, bis die das richtige Setup gefunden haben. Hat ja auch noch mal ein bisschen Zeit gedauert.
Aber bei Red Bull dann im Rennen ging ja gar nichts mehr zusammen. Hat dich das da auch überrascht, der Reifenverschleiß? Hat mich schon überrascht. Die haben natürlich geschaut, dass sie im Qualifying einigermaßen bei der Musik sind. War ja dann auch ganz gut. Er war auf Augenhöhe mit dem Vettel. Gleiche Rundenzeit auch noch. Aber eben nur für eine Runde. Und dieser Monsterflügel, der hat sie dann insofern bestraft. Das Heck ist gerutscht. Und rutschen heißt dann Graining, also Körnen auf der Hinterachse. Und dann waren praktisch die ersten 2 Stints kaputt. Die haben dann gemerkt, als sie auf einen Reifen gegangen sind, den sie nie probiert haben, sie wären besser schon gleich auf den Medium-Reifen gegangen, dann war der Speed ja wieder da. Also der hat eben dann dem Stand gehalten. Überraschend, ja. Also die hatten ja selber nicht gedacht, dass sie den überhaupt nochmal auspacken müssen am Sonntag, wie Christian Horner uns ja dann erzählt hat. Was ich also mit am überraschendsten fand, wie war es bei dir, war das die Force India-Vorstellung. Weil die waren ja eigentlich die einzigen, die vom Abstand her am Mercedes so dran waren, wie sie immer sind. Ganz normal quasi, aber habe auch mit Nico Hülkenberg nach dem Rennen oder nach dem Qualifying gesprochen. Er hat eigentlich gesagt, das hat sich seit Barcelona schon so angedeutet. Also das, nach dem großen Update, was sie in Spanien gebracht haben, war der Speed eigentlich immer da, auch schon in Monaco und in Kanada. Sie konnten es nicht immer so zeigen und jetzt in Baku waren sie eigentlich zweite Kraft, also vom reinen Qualifying-Speed her, was ja auch Perez gezeigt hat. Also Hülkenberg hat mal wieder eine große Chance aufs Podium verpasst mit seinem Fehler. Ja, aber, leider. Ja. Wird's noch was, oder? Ja, also er muss einfach mal wirklich das Qualifying dann auch hinbringen, wenn der Force India so stark ist. Ich glaube, in Spielberg werden sie wieder eine Gelegenheit haben. Im Prinzip ist er so schnell wie Perez und natürlich hatte er mehr Reifenprobleme als Perez, aber weil er mit der alternativen Strategie gefahren ist. Ja. Erst die Softreifen und dann die Supersoft. Da im Verkehr steckte, haben die Softreifen nicht so lange gehalten, wie sie hätten sollen. Dadurch wurde der Endstint zu lange und dann haben sie die Red Bull ihn eingeholt. Aber ich glaube, wir müssen noch einmal zurückkommen auf vielleicht das Highlight des Rennens. Das war der Funkverkehr. Ja. Der Funkverkehr bei Kimi, der Funkverkehr bei Lewis Hamilton. Jetzt gibt es da zwei Lager. Die einen sagen, Formel 1 viel zu kompliziert. Die Fahrer müssen selber damit zurechtkommen. Die anderen sagen, nee, lass doch den Funkverkehr wieder zu. Was ist da deine Meinung? Ganz klar, Funkverkehr muss begrenzt werden. Ist ja, man hat es gesehen, es bringt Spannung, es bringt Action. Die Fahrer wissen nicht, was sie machen sollen. Dadurch gibt es Verschiebungen. Das bringt wieder so eine Unvorhersehbarkeit ins Rennen rein. Und das geht ja verloren, diese Perfektion geht verloren. Und ich finde, durch dieses Funkverbot kommt dann noch so ein bisschen, müssen die Fahrer mehr selbst denken und können dann auch gute Fahrer oder Fahrer, die einen besseren Instinkt haben, zeigen, was sie drauf haben und einen Unterschied machen. Oder, ja, vor allem die Techniker könnten das ja viel einfacher machen, wenn sie es wollten. Sie wollen es halt nicht, weil sie alles perfektionieren und optimieren wollen und dann bleibt keine Zeit mehr, auch noch nebenher ein System zu entwickeln, wo auch der Fahrer wirklich selber anhand der Sachen, die er am Display sieht, weiß, was er machen muss. Ich meine, welchem Fan nützt es, wenn es 14 verschiedene Motoreinstellungen gibt? Sollen sie 3 machen? Ich finde, die FIA sollte das begrenzen. 3 Motoreinstellungen und Ende. Ja, und zwischen denen können die hin und her schalten und dann ist es also relativ einfach, da mal ein bisschen durchzuprobieren, was geht. Ich meine, was ja auch ein Wahnsinn ist, als der Hamilton dann gesagt hat, ich probiere jetzt mal alles durch, haben die gesagt, mach das lieber nicht, weil sonst explodiert das ganze Ding vermutlich. Das ist ja auch ein Witz, das darf eigentlich gar nicht sein. Aber was erstaunlich war wieder, waren die Probleme vom Hamilton. Ich meine, der ist am Freitag, ist ja der allen um die Ohren gefahren. Und man hat gedacht, also der Hamilton, der gewinnt das mit links und dann ab Samstag begannen die Probleme. Also. Sie haben von Setup-Changes gesprochen, die aufgezwungen waren. Was war da genau der Grund, warum es plötzlich nicht mehr lief? Also ein Grund war, dass es immer heißer wurde, weil am Freitag war es ja noch relativ kühl, in Anführungsstrichen. Der zweite Grund war, dass die Strecke immer mehr Grip gewonnen hat. Und der dritte, und ich glaube, das war vielleicht sogar der entscheidende, und da will ja Mercedes nicht so drüber sprechen, ist, Pirelli hat am Samstag den Reifendruck an den Hinterreifen, den Luftdruck an den Hinterreifen um 1 PSI gesenkt. Das erste Mal überhaupt in der Geschichte, seit Pirelli den Reifendruck vorschreibt. Und das hat natürlich all denen geholfen, die da immer ein bisschen Probleme haben mit diesen hohen Drücken. Und Mercedes hat so zwischen den Zeilen durchblicken lassen, ihnen hat es eigentlich nicht geholfen. Sagen wir so, es hat ihnen nicht geschadet, aber es hat den anderen eher geholfen. Und ich glaube, da wurden dann Abstimmungsänderungen am Auto vorgenommen, die das Auto so verändert haben, dass es dem Hamilton nicht mehr so gepasst hat. Er hat gesagt, er hatte Bremsprobleme dann. Ja, Nico Rosberg hat aber gesagt, so schlimm war das gar nicht und so groß waren die Umstellungen gar nicht. Also wir kennen es ja von Hamilton, dass der
da auch ab und zu mal ein bisschen mehr jammert und klagt, als es eigentlich notwendig wäre, oder? Ja, und da ist natürlich auch ein bisschen Psychokrieg dabei. Hamilton kam zur Rennstrecke und hat jeden wissen lassen, der es nicht hören wollte, ich bin kein einziges Mal um die Rennstrecke gegangen, ich bin nur 8 Runden im Simulator gesessen und der Rosberg ist 100 oder 200 Runden da gefahren und dann bügelte er am Freitag alle. War natürlich ein persönlicher Sieg für ihn. Ja. Dass dann im Nachhinein, als es gegen ihn ging und er da 3-mal im Notausgang steckt und dann sich ein Rad abfährt, dass es dann die anderen Fahrer natürlich der lachende Dritte quasi sind, war klar. Also man sieht da, dass die Fahrer sich untereinander auch nicht immer ganz grün sind und da versucht jeder den anderen so ein bisschen außerhalb des Cockpits auszutricksen. Ja, die Boulevardzeitungen in England haben das jetzt ja aufgegriffen nach dem Motto, hätte Hamilton mal ein bisschen mehr Simulator gefahren, hätte er da nicht den Fehler gemacht. Und auch die Geschichte mit dem mit dem Lenkradeinstellungen wurde Hamilton ja am Anfang auch negativ ausgelegt, nach dem Motto, Rosberg, der schlauere Fahrer, der die Einstellungen gelernt hat und Hamilton, der eben das Lenkrad oder das System nicht so gut bedienen kann, aber es war am Ende doch ein bisschen anders. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Das Problem war, da Hamilton auf Platz 10 losfuhr, er musste nach vorne kommen. Und er hat nach dem Start, wo ja der Startmodus von der FIA vorgeschrieben ist, hat er sofort in diesen sogenannten Rennmodus, da gab es noch einen Untermodus, in diesen Power-Modus geschaltet. Für den Rosberg war das nicht notwendig. Der fuhr vorne gemütlich weg, der blieb in seinem Normal-Rennmodus. So, jetzt war Hamilton in diesem Power-Rennmodus. Und da war eben dieser Softwarefehler versteckt. Der wurde nach dem Freitagstraining nochmal neu kalibriert und da ist eben ein Fehler unterlaufen und plötzlich fängt er an, auf der einen Gegengeraden elektrische Leistung zu speichern, statt dass er sie abgibt. Ja, und Hamilton war natürlich verwirrt, sagt, was ist da los? Und das ist ja so, die Ingenieure haben natürlich auch sofort gemerkt, da ist was faul. Aber Andrew Chauvelin, der Chefingenieur, hat mir gesagt, selbst wir haben ein paar Runden gebraucht, um zu merken, A, was ist da los? B, wie beheben wir das Problem? Also wie soll der Fahrer das wissen? So irgendwann, die Ingenieure sind dann immer noch nicht befugt, dem Fahrer zu sagen, da ist ein Problem. Es muss der Fahrer sein, der als erster sagt, hey Jungs, ich habe ein Problem. Dann dürfen die erstmal überhaupt kommunizieren, dürfen ihm aber nicht die Lösung sagen. Und Hamilton hat dann in seiner Verzweiflung erstmal ein paar Schalter verdreht und er kam immer tiefer in den Wald. Ne? Ja. Jetzt war es natürlich für ihn viel schwieriger rauszukommen als für den Rosberg, dem das Problem erst 25 Runden später aufgetreten ist, weil er mal zufällig in diesen Renn-Power-Modus geschaltet hat. Der hat natürlich auch gemerkt, hier stimmt was nicht. Ja. Jetzt in der Zwischenzeit hatte Mercedes bei der FIA nachgefragt, wenn es wieder passiert beim anderen Auto, dürfen wir dem Fahrer wenigstens dann sagen, ja, da gibt es ein Problem. Genau das haben sie gemacht. Nico hat gemerkt, ich habe ja nur eine Schaltereinstellung verändert. Ja. War ja logisch, dass er dann wieder auf die alte zurückgeht. Ja. Nächstes Rennen ist Spielberg. Wieder eine Powerstrecke, wo mit weniger Abtrieb als normal gefahren wird, also nicht mit maximalem Abtrieb. Erwartest du da Mercedes wieder ganz vorne oder kann Force India oder Williams den Silberpfeil in die Suppe spucken? Ich erwarte sie vorne, aber ich erwarte eigentlich ein ähnliches Bild wie in Montreal. Erstens mal, Spielberg waren immer knappe Abstände, auch schon in den letzten beiden Jahren, als Mercedes auch überlegen war. Also ich erwarte Ferrari damit vorne. Red Bull wird sich wieder schwer tun, weil sie ihre überragende Aerodynamik eigentlich nicht für die Kurven haben, die es in Spielberg gibt. Ja, auf ihrer eigenen Rennstrecke, das sind wieder so enge Ecken, wo eben die Aerodynamik nicht ganz so viel zählt. Sie werden wahrscheinlich wieder einen Kompromiss eingehen müssen. Das heißt, wieder die Flügel etwas flacher stellen müssen. Ich erwarte sie vielleicht ähnlich wie in Kanada, also als dritte Kraft. Williams könnte ihn vielleicht in die Suppe spucken und vielleicht der Force India, wenn er das wieder so hinkriegt wie in Baku. Ja, ein Thema, was die Fans auch interessiert, wo es in letzter Zeit etwas ruhig geworden ist, ist das Thema Heiligenschein, Cockpitschutz. Ja. Da fallen ja jetzt auch mit Hinblick auf Spielberg die Entscheidungen, die letzten wichtigen Sitzungen. Was erwartest du, was kommt dabei raus für nächstes Jahr? Also die FIA hat ja gesagt, wenn es kommt, dann wird es erst der Heiligenschein und vielleicht später mal die Cockpit-Verglasung. Es ist aber so, das muss noch durch die Strategiegruppe und es muss noch durch die Formel-1-Kommission. Bernie Ecclestone hat mir gesagt, er ist voll dagegen, gegen diesen Halo. Er wird alles versuchen, den noch abzubiegen. Es sind auch 2, 3 Teams dagegen, das weiß ich. Das heißt, es gibt vielleicht eine Chance, dass man es zumindest hinauszögert. Und das Argument ist folgendes. Es ist noch kein Crashtest quasi gemacht worden. Was passiert, wenn das Auto sich überschlägt, Feuer fängt, unter Strom steht oder kopfüber auf irgendein Hindernis prallt, hält der Halo dann oder klappt er in sich zusammen und verletzt den Fahrer? Und ich glaube, das könnte das Totschlagsargument gegen den Halo sein, dass man zumindest mal die Einführung um 1, 2 Jahre verzögert. Ja, also gute Nachrichten für alle Fans, die offene Cockpits weiter behalten wollen. Für alle Halo-Hasser. Alle Halo-Hasser. Wir melden uns nicht erst nach Spielberg wieder, sondern wahrscheinlich schon etwas früher. Zu viel können wir noch nicht verraten, aber so viel, Sie können sich auf jeden Fall darauf freuen. Es wird was Interessantes geben. Also bis zum nächsten Mal, bleiben Sie dran, schalten Sie bei uns rein.
Bis zum nächsten Mal. Ja, also auf jeden Fall nächste Woche mal Automotorensport Internet checken. Könnte sich lohnen.